Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Webinar der Firma MOS Robotics. Heute ist das Thema LiDAR-Modelle im Vergleich. Welcher Scanner passt zu meiner Anwendung? Worum geht's heute? Beziehungsweise was werden wir alles abhandeln? Wir fangen einmal wieder an, für die beim letzten Webinar nicht dabei waren, darüber zu sprechen, wer sind wir überhaupt. Alle Infos, die wir im letzten Webinar verwendet haben, findet ihr auch nochmal als Video bei uns auf dem YouTube-Kanal oder bei Social Media, werdet ihr den Link auch nochmal finden. Da sind wir letztlich auf die Grundlagen des LiDAR-Scannings eingegangen, also LiDAR-Scanning 1x1 und dementsprechend wer das letzte Webinar nicht gesehen hat, kann sich dort das Video dazu nochmal anschauen. Anschließend werden wir dann einmal ein paar Begriffe erklären, die wir auch aus dem letzten Webinar zwar schon einmal komplett erläutert haben, die sind allerdings auch relevant für das heutige Webinar und dementsprechend erklären wir da nochmal ein paar Begriffe. Anschließend gehen wir darauf ein, was für Anforderungen hat eigentlich so eine Leistungsbeschreibung, die unsere Kunden von ihren Endkunden letztlich dann auch bekommen. Und wie kann ich dann dementsprechend auf diese Leistungsbeschreibung das passende Equipment wählen? Dafür gehen wir dann auf die Equipment-Optionen ein. Einmal, was für LiDAR-Scanner haben wir überhaupt so als Auswahl und anschließend auch, was für Trägerplattformen haben wir. Das sind zum einen UAVs, zum anderen aber auch manntragende Flugzeuge. Und anschließend gucken wir uns einmal unseren LiDAR-Finder an. Der ist noch in der Entwicklung, aber Ziel davon ist es eigentlich recht kurz und knackig mit ein paar Fragen rauszufinden, welches Equipment für meine Anwendung passt. Dann gehen wir nochmal genauer auf die Arten von LiDAR-Scannern ein. Wir hatten im letzten Webinar das Ganze schon mal angerissen. Hierbei geht es aber jetzt nicht mehr um rein technische Seite, sondern eigentlich eher um die Anwendung. Welche Art von Scanner hat welche Vorteile in meiner Anwendung. Und anschließend gehen wir auf die Anwendung selber ein und werden auch Anwendungsbeispiele zeigen. Das heißt, wenn dort bestimmte Sachen gesehen werden wollen. Wir haben alle Festplatten an unserem PC, egal ob es Powerline ist, Waldanwendungen, urbane Gebiete, Städte, wie auch immer, könnt ihr das gerne dann auch reinschreiben in den Chat. Grundsätzlich ist der Chat die ganze Zeit offen. Luca wird das Ganze auch so ein bisschen anleiten und mir dann die Fragen reingeben. Dementsprechend, wenn ihr Fragen habt, stellt sie einfach in den Chat. So können wir das Ganze ein bisschen interaktiver gestalten. Auch wenn wir nachher bei den Anwendungsbeispielen sind und auch mal in die Cloud Station reingehen und bestimmte Punktwolken sehen, schreibt einfach rein, was ihr sehen wollt und wir gucken uns das genauer nochmal zusammen an. Genau. Gut, dann fangen wir mal an. Ja, über MOS Robotics, wie im letzten Webinar auch schon einmal erklärt, wir selber sind im Grunde genommen das Bindeglied zwischen Kunden und Herstellern. Das heißt, wir kombinieren verschiedene Produkte, verschiedene Hersteller, um Gesamtlösungen zu liefern. Daher ist unsere Vision, die Arbeit unserer Kunden durch autonome Roboter einfacher, schneller, sicherer und dadurch effizienter zu gestalten. Dafür liefern wir einfach Gesamtlösungen, was bedeutet, wir haben die Hardware, wir haben Software, Schulung, Training und Support, was wir unseren Kunden als Mehrwert liefern. Genau. Dafür haben wir verschiedene Anwendungen in den Servicebereichen auch. Oftmals kommt der Kunde zu uns, wenn wir jetzt selber Dienstleistungen parallel anbieten, arbeiten wir oft mit verschiedenen Vermessungsbüros zusammen, die dann eine Leistungsbeschreibung bekommen haben, die eben über das hinausgeht, was sie vielleicht selber als Equipment haben. In dem Fall unterstützen wir auch gerne, gerade auch wenn man Interesse daran hat, mit dem LiDAR-Scanning-Thema einzusteigen und erstmal reinzuschnuppern. Ist da ein Kundenstamm? Gibt es die Anwendung? Dann kann ich uns einfach anrufen, wir schauen uns mal die Anforderungen an und gucken, dass wir vielleicht bei den ersten 2, 3 Befliegungen dabei sind oder beziehungsweise einfach selber als Dienstleister dabei sind, so einen Kundenstamm für den Kunden aufbauen können und anschließend dann ein Gerät gekauft werden kann.
In so einer Leistungsbeschreibung wird als allererstes immer die Fläche angegeben. Das heißt, wie groß ist überhaupt mein Areal, was vermessen werden soll oder aufgenommen werden soll. Wir haben hier mal so ein paar Werte mit aufgeführt, damit man einfach auch später sich das Video nochmal anschauen kann und bei bestimmten Leistungsanfragen auch reagieren kann, macht das Sinn oder nicht. Gerade bei dem Thema Genauigkeiten gibt es doch immer wieder Ausschreibungen, wo einfach übers Ziel hinausgeschossen wird, wo weit unterm Zentimeter Anforderungen im LiDAR-Scanning-Bereich angefragt werden, dabei aber dann mit riesigen Flächen und dementsprechend beraten wir da auch gerne, falls da irgendwie Bedarf sein sollte. Schaut euch mal die Leistungsbeschreibung an, ist das realistisch oder nicht. Bei den Genauigkeiten wird oftmals in der Leistungsbeschreibung eher davon gesprochen zwischen 10 und 1 Zentimeter Lage und Höhe. Da, wie sich so eine Genauigkeit ergibt, haben wir letztes Mal im Webinar schon mal grob erklärt. Dementsprechend setzt sich so eine komplette Lage- und Höhegenauigkeit eigentlich daraus zusammen, wie meine Systemgenauigkeit ist und wie meine GPS-Genauigkeit ist. Und dementsprechend ist halt der Zentimeter immer so eine Sache. Je nachdem, was für Passpunkte ich habe, kann ich da im Nachhinein noch einiges rausholen. Aber ich sage mal, geht es unter den Zentimeter, wird es im LiDAR-Scanning-Bereich, so wie wir unterwegs sind, mit einem mobilen LiDAR-Scanner relativ schwierig. Eine weitere Anforderung ist immer die Punktwolkendichte oder oft die Punktwolkendichte. Das wird angegeben in Punkten pro Quadratmetern. Manchmal steht auch drin der Punkteabstand. Dementsprechend muss ich da auch mal schauen. Aber mit unseren LiDAR-Scannern sind wir oftmals über dem, was der Kunde eigentlich fordert in den Punkten. Genau. Dann Zeitraum. In welchem Zeitraum soll das Projekt abgearbeitet werden? Also wir haben Anfragen, wo es darum geht, hey, könnt ihr nächste Woche die und die Fläche befliegen? Dann ist das natürlich relativ kurzfristig umsetzbar. Manchmal haben wir aber auch Großprojekte, wo es darum geht, im Ausland beispielsweise ganze, ich sag mal, Bundesländer zu mappen. Das sind teilweise Projekte, die über Jahre gehen oder halt auch gerade im Forstsektor, wo man gleiche Areale immer und immer wieder beobachtet. Genau. Und dementsprechend kann so ein Zeitraum eben von Stunden bis hin zu Jahren gehen. Und da ist dann eben auch die Frage, was setze ich ein? Ist da ein hoher Zeitdruck hinter? Die Anforderungen an Genauigkeit aber relativ gering. Dann habe ich bestimmte Optionen in der Trägerplattform, um das Ganze zu beschleunigen und in diesem Zeitraum hinzubekommen. Demnach ist aber auch die Anforderung an den Scanner wieder anders, als wenn ich sehr viel Zeit habe, kleine Drohne einsetzen kann, kleinere Abteile fliegen kann, weil ich einfach Zeit habe. Ist halt auch immer so ein Kosten-Nutzen-Faktor, je nachdem, wie schnell das gehen muss. Wird es teilweise teurer, weil ich einfach teures Equipment brauche, oder ich habe eben Zeit, aber da gehen wir später nochmal drauf ein, wenn wir zu den Plattformen kommen. Dann hängt das Ganze eigentlich auch immer mit dem Zweck zusammen. Das heißt, zum einen haben wir die Anforderungen an die Echos, wenn der Kunde soweit schon in der Leistungsbeschreibung darauf eingeht. Also wie viele Echos gibt mein Scanner denn wieder? Kriege ich sehr viele Bodenpunkte unter Vegetation, je nachdem, was für einen Zweck ich eben habe. Haben wir jetzt Geländeaufmaße, städtischer Bereich, habe ich ganz andere Anforderungen an die Echos beispielsweise, als wenn ich Forstanwendungen habe und dort dementsprechend mehr Echos benötige. Genauso bei 3D-Objekten ist es hilfreich, einen Scanner zu haben, der rotierend ist, oder eben ein relativ weites Öffnungsfeld hat. Aber auch da gehen wir nachher nochmal drauf ein, wie ich das Ganze umgehen kann. Wenn ich eben den passenden Scanner nicht zu 100% dabei habe, kann man sowohl in der Punktwolkendichte als auch in dem Zweck oder beziehungsweise in der Anwendung ein bisschen in der Flugplanung das Ganze anpassen, um dann die Anwendung doch auch mit anderem Equipment erfüllen zu können. Footprint ist eine Sache, die nicht oft gefordert wird, aber bei manchen Anwendungen eben doch. Der Footprint ist im Grunde genommen der Fußabdruck unseres Laserstrahls, also wie groß ist ein gemessener Punkt, den wir haben. Je höher ich fliege, umso größer ist mein Footprint und dementsprechend ist das auch wieder davon abhängig, zum einen, welchen Scanner setze ich ein, wie groß ist dann mein Footprint bei welcher Höhe, aber eben auch wie hoch fliege ich, was für ein Equipment, also welche Drohne setze ich ein, je tiefer ich fliege, umso enger sind oftmals auch meine Flugbahnen, wenn ich bei prozentualer Überlappung bleibe und dementsprechend brauche ich dann auch mehr Flugzeit.
oder mehr Akkus, je nachdem. Und ganz entscheidend ist eben das Budget. Das heißt, wenn ich jetzt ein Projekt habe, Forstanwendung, ich möchte Geländeaufmaß haben, dann kann es passieren, dass ich einfach viel zu teuer mit meiner Anwendung bin, weil ich einen zu großen Scanner habe und dadurch eben rausfliege. Das heißt, auch da muss man so ein bisschen gucken, ja, preis-leistungstechnisch schieße ich übers Ziel hinaus oder bin ich einfach teurer mit einem kleineren Scanner, weil ich einfach viel länger brauche. Wir hatten das letztens bei einem Projekt, wo es eben um Digital Twin von der ganzen Stadt geht. Da wollte der Kunde letztlich auch mit einer kleineren Drohne fliegen, mit einem kleinen Scanner, braucht dafür mehrere Wochen und letztlich ist die Miete eines teuren Scanners in Verbindung mit einer großen Drohne viel Flugzeit oder eben einem bemannten Flugzeug für das Projekt selber günstiger als einen günstigen Scanner zu nehmen. Also auch da ist das immer so ein bisschen Abwägen, Analysieren des Projektes und demnach Auswahl des Scanners. Ja. Die Auswahl des Scanners, darauf gehen wir gleich ein. Dafür müssen wir uns aber erstmal nochmal mit den Begriffen ein bisschen auseinandersetzen. Das heißt, meine Genauigkeiten. Wie eben schon erwähnt, Genauigkeit ergibt sich immer aus der Systemgenauigkeit und der GPS-Genauigkeit. Die Systemgenauigkeit ist im Datenblatt vom Scanner angegeben mit Accuracy und Precision. Wie das Ganze oder wo der Unterschied ist, sehen wir hier einmal. Bei einer guten Accuracy und einer schlechten Precision haben wir ein relativ hohes Rauschen, aber eine gute Lagegenauigkeit. Bei einer guten Accuracy, guten Precision ist eben das Rauschen sehr gering und unsere Lagegenauigkeit auch optimal. Bei einer schlechten Accuracy, schlechten Precision, dementsprechend großes Rauschen, schlechte Lagegenauigkeit. Bei einer schlechten Accuracy, guten Precision haben wir ein geringes Rauschen und eine schlechte Lagegenauigkeit. Genau. Ja, oftmals ist aber in der Leistungsbeschreibung gefordert, eine Höhen- und Lagegenauigkeit anzugeben. Das kann auch die Accuracy sein, also selbst wenn ich eine gute Precision habe, heißt das nicht, dass ich nachher in meinen Endergebnissen unbedingt meine Leistungsbeschreibung erfülle. Wenn ich zum Beispiel sehr weit weg von meinen GPS-Punkten bin oder von meinen GCPs bin, dann kann durch eine schlechte Accuracy, trotz guter Precision, es sein, dass ich nicht auf meine Lagegenauigkeit komme. Also die Höhengenauigkeit bedeutet nicht unbedingt die Precision. Das ist immer ganz wichtig auch zu sagen, dass man eben nicht rein auf die Datenblätter guckt, sondern auch, wie gut sind meine Passpunkte eingemessen und wie gut passt nachher in der Endkontrolle meine Punktwolke auch zu meinen GCPs. Genau. Dann Punktwolkendichte. Das haben wir auch im letzten Webinar schon einmal erklärt, wie die Zusammensetzung der Punktwolkendichte überhaupt ist. Wir haben immer beim Scanner angegeben, wie viele Punkte pro Sekunde unser Scanner aufzeichnet. Das ist natürlich immer schon mal ein Faktor. Und dementsprechend ist das in Relation zu setzen mit der Fluggeschwindigkeit. Je schneller ich fliege, umso geringer ist meine Punktwolkendichte am Boden. Fliege ich doppelt so schnell, habe ich halb so viele Punkte. Dann ist unsere Flughöhe in Relation zu setzen mit unserer Verteilung des Field of Views. Das heißt, wie sind unsere Punkte verteilt? Je höher ich fliege, umso weiter sind unsere Punkte auf dem Boden verteilt. Also so größer ist unser Footprint des ganzen Scanners. Und darüber haben wir auch eine geringere Punktwolkendichte. Ein Punkt, den wir beim letzten Webinar vergessen haben zu erwähnen, ist der Overlap. Unsere Punkte pro Sekunde, Fluggeschwindigkeit, Flughöhe, Punktverteilung und im Datenblatt angegebenen Punktwolkendichten sind immer darauf bezogen, dass wir einen Streifen fliegen. Wenn wir jetzt allerdings einen Rasterflug haben oder eben 20-40% Overlap der LiDAR-Punktwolke, also von Streifen zu Streifen haben, dann habe ich ab 50% Überlappung dementsprechend auch doppelt so viele Punkte. Das heißt, wenn ich jetzt die Streifen so fliege, dass ich 50% Overlap habe, dann hole ich da natürlich eine viel höhere Punktwolkendichte raus, als wenn ich sie weiter auseinander fliege und vielleicht nur 10% Überlappung habe. Äußere Einflüsse wie Wind und Intensität kommen natürlich auch noch dazu. Je höher ich fliege, umso geringer ist meine Reflexion auf
dunklen Oberflächen, dunkle reflektierende Oberflächen wie Wasser, Fahrzeuge und Co. Hier haben wir einfach mal einen Screenshot, wo man auch sieht, dass wir dort außen im Bereich weniger Overlap haben, logischerweise, weil dort keine weiteren Streifen aufgenommen wurden. Dementsprechend ist dort die Punktwolkendichte geringer und wir haben das Ganze blau eingefärbt. Grün nimmt das Ganze schon zu. Gelb ist so mehr oder minder die Hauptverteilung unserer Punkte und Rot ist eine sehr hohe Punktwolkendichte. Das sieht man daran, dass wir dort, wo es rot ist, gestartet und gelandet sind. Das heißt, dort sind wir langsamer rübergeflogen, dementsprechend auch höhere Punkte und auch nochmal quer zu unserem normal geplanten Raster, weil wir eben zurück zum Startpunkt kommen mussten. Wenn wir das in die Auswertung mit reinnehmen, haben wir dort eine höhere Punktwolkendichte. Genau. Das nochmal kurz zur Begriffserklärung. Echos haben wir auch im letzten Webinar schon einmal erklärt. Wenn der Kunde fordert, in einem sehr dichten Nadelwald beispielsweise, wo viel Vegetation, auch viel niedrige Vegetation zu sehen ist, dichtes Blattwerk, einfach schlechte Verhältnisse für Licht bzw. Lichtwellen, dann sollte ich auf jeden Fall dran denken, einen Scanner einzusetzen, der viele Echos hat, damit ich einfach eine viel bessere Durchdringung durch Vegetation habe. Wir sehen das beim Mapper. Mit 2 Echos haben wir eben eine Lücke in unseren Bodenpunkten, bezogen auf die dichte Tanne, die wir da im rechten Bild sehen, oder im rechten Bildausschnitt des Mappers sehen. Beim Surveyor Ultra mit 3 Echos bringt uns das schon eine ganze Menge mehr. Da haben wir eine fast geschlossene Bodendecke. Und beim Voyager, da sehen wir jeden Ast, da sehen wir jeden Stamm. Und dementsprechend hilft uns das in bestimmten Anwendungen ganz gut. Letztlich ist das auch nicht immer garantiert. Das heißt, ich muss mir für diese Leistungsbeschreibung im Optimalfall vorab so viele Informationen über mein Einsatzgebiet wie möglich holen. Einmal erfragen, vielleicht Bilder zu schicken, mir das Ganze anzuschauen, welche Bedingungen herrschen vor Ort. Dasselbe gilt auch für die Intensität, also die Punktwolkendichte letztlich. Wenn ich da vorab eine Flugplanung machen möchte, wäre es gut zu wissen, habe ich sehr starken dunklen Untergrund. Gerade bei Steinbrüchen und Co. habe ich Schiefer. Das sind solche Punkte, an die man denken muss. Und demnach würde ich immer nach einer Leistungsbeschreibung auch mir zusätzlich noch Informationen zum Einsatzort und zum Vermessungsort einholen. Genau. So. Dann kommen wir zu unseren Equipment-Optionen. Wir fangen einfach mal an mit der Übersicht der Yellowscan-Scanner. Da haben wir einmal grob dargestellt, welche Scanner überhaupt so zum Einsatz kommen und mit so ein paar Icons auch erklärt, was für Einsatzmöglichkeiten wir dann auch für die Trägerplattformen haben. Unser Mapper kann eingesetzt werden in, Fixed-Wing UAVs oder eben kleineren Drohnen. Ist die Low-Budget-Variante, das ist auch der günstigste Scanner, den wir von der Yellowscan-Palette im Sortiment haben. Sitzt ein Livox-Scanner-Kopf drin. Dementsprechend haben wir unten unter den Scannern auch einmal in Dollarzeichen grob die Einkategorisierung in die Preise dargestellt. Der Nachfolger des Mappers ist der Mapper Plus. Hier haben wir eine höhere Reichweite als mit dem normalen Mapper. Beim Mapper sind es eben 70 Meter maximale Flughöhe und beim Mapper Plus sind es 120 Meter maximale Flughöhe. Preislich nehmen die sich nicht sehr viel im Vergleich zu der kompletten Bandbreite, die wir dort haben. Einfach um mal eine Einordnung zu geben, wir reden hier davon von einem Scanner, der, zwischen 25 und 300.000 Euro kostet. Dementsprechend kann man grob einordnen, wie so die Dollarzeichen zu werten sind. Der VX15 hat einen Kriegel Minivux Scannerkopf drin und eine APX15 als IMU verbaut und bewegt sich im mittleren Preissegment. Der VX20 ist eine Ecke teurer, dadurch, dass eine APX20 verbaut ist und auch wieder ein Minivux 3. Da hängt es auch nochmal davon ab, ob ich welche Frequenz ich letztlich dafür benutze. Beziehungsweise ich haben möchte. Dort gibt es den VX20 100, 200 und 300. 300 bedeutet, dass wir eben 120 Grad Öffnungsfeld haben und 300 Kilohertz Frequenz haben.
Dieser Scanner ist, wie gesagt, ein bisschen im oberen Preissegment. Teurer geht's natürlich noch. Beim Surveyor Ultra, was unser Allround-Scanner eigentlich ist, liegen wir auch im unteren Preissegment bis mittleren Preissegment. Da ist die Amortisierung oftmals am höchsten. Warum? Gehen wir auch später nochmal drauf ein. Wir vergleichen die Scanner auch im Einsatz nochmal. Der Vorteil hier ist, dass ich es auch als Mobile Mapping System einsetzen kann. Das heißt, ich kann diesen Scanner sowohl an der Drohne als auch in einem VTOL oder Fixed Wing verwenden, aber eben auch auf dem Fahrzeug. Dafür ist der Fly-and-Drive-Pod, wie man direkt daneben sieht. Das ist eine Glasfaserhülle mit Dämpfungssystemen, die wir entweder mit Saugnäpfen oder einer festen Montage auf dem Fahrzeug montieren können, um dann eben bestimmte Areale, wo wir entweder keine Aufstiegsgenehmigung haben oder schwierig Zugang haben. Wir haben beispielsweise Tunnel im urbanen Gebiet oder sowas, die wir überbrücken müssen. Dann kann ich diesen Scanner sowohl unter der Drohne als auch auf dem Mobile Mapping System verwenden, meine Punktwolke nochmal deutlich aufwerten und auch andere Anwendungsfälle bedienen, die ich vielleicht mit anderen Scannern nicht bedienen kann. Dementsprechend kann man diesen Scanner auch relativ schnell wieder rausverdienen. Der nächste Scanner ist der Explorer. Das ist jetzt der erste Scanner, der auch eine lange Reichweite hat. Dementsprechend können wir ihn unter bemannten Flugzeugen einsetzen, unter Fixed Wing und unter der Drohne. Das heißt, hier haben wir ein Spektrum von M300 bzw. M350 bis hin zu manntragenden Flugzeugen, wo wir den Scanner einsetzen können. Und die Genauigkeit ist, sage ich mal, im mittleren Feld, mittleren bis guten Feld. Der Voyager ist dann unser Ende der Fahnenstange. Da ist es so, dass wir einfach sehr hohe Punktwolkendichten erreichen können durch 1,8 Millionen Punkte pro Sekunde, bis zu 15 Echos haben und eine Reichweite von über 400 Metern, wo wir halt eben auch im manntragenden Bereich sind. Wir schauen uns nachher auch nochmal eine Punktwolke aus dem Voyager mit einem bemannten Flugzeug an. Und wer dazu nochmal Näheres wissen möchte, kann sich auch da gerne bei uns nochmal melden. Genau. So, jetzt gehen wir auf die Scanner nochmal einzeln ein. Dementsprechend haben wir hier mal das Datenblatt vom Mapper relativ kurz zusammengefasst, also die wichtigsten Eckdaten, die dann letztlich auch entscheidend sind für unsere Auswahl des Flugobjektes, aber auch Auswahl des Scanners für unsere Anwendungen. Wir reden beim Mapper von 70 Meter Flughöhe. Alle Daten, die dort drunter angegeben sind, sprich System Precision, System Accuracy, sind darauf bezogen, dass der Scanner in der maximalen Flughöhe geflogen ist. Das heißt, die 2 Zentimeter Precision und 3 Zentimeter Accuracy erreicht der Mapper bei 70 Metern Flughöhe. Beim Flight Speed sind wir bei bis zu 10 Meter pro Sekunde, Gewicht von 1,5 Kilo und bei 50 Meter Flughöhe mit 5 Metern pro Sekunde geflogen erreichen wir bei einem einzelnen Streifen 400 Punkte pro Quadratmeter mit dem Mapper. Mapper Plus ist einfach durch den LiVox-Scanner-Kopf und das sehr bekannte Flugpattern bzw. Scanning-Pattern eine Charakteristik, die sehr hohe Punktwolkendichten letztlich garantiert. Rotierende Scanner wie der VX15, VX20, die haben eine relativ geringe Punktwolkendichte. Wenn jemand nochmal auf die Pattern von Scannern eingehen möchte, beziehungsweise sich darüber nochmal informieren möchte, kann dazu auch wieder gerne das Video vom letzten Webinar gucken. Da haben wir verschiedene Pattern mal erklärt und gezeigt und wie es überhaupt dazu kommt. Genau. Wir sehen darunter noch eine Tabelle für die Punktwolkendichte. Das heißt, auf der X-Achse sehen wir unsere Flughöhe, auf der Y-Achse sehen wir unsere Punktwolkendichte und in verschiedenen Farben dann unsere unterschiedlichen Fluggeschwindigkeiten. Da kann ich dann meine Scanner am ehesten vergleichen. Wir sehen jetzt hier neben unserem Koordinatensystem sehen wir einmal unsere Tabelle, wo wir unterschiedliche Werte einmal ausgewertet haben. Das heißt, Flight Speed 5 Meter pro Sekunde, 70 Meter in Höhe, da ist ein Fehler drin, sehe ich gerade, sind 400 Punkte pro Quadratmeter. Das kommt nicht hin, weil wir das auch schon bei 50 Metern erreichen. Bei 10 Meter pro Sekunde und 70 Meter Flughöhe erreichen wir 200 Punkte pro Quadratmeter und bei 20 Meter pro Sekunde, 70 Meter Flughöhe erreichen wir 100 Punkte pro Quadratmeter.
Ich stelle auch gerade fest, woher der Fehler kommt, und zwar ist das oben falsch angegeben. Also die Punktwolkendichte bei 50 Meter AGL 5 Meter pro Sekunde, die stimmt nicht ganz. Die ist höher als 400 Punkte pro Quadratmeter. Kommen wir zum Mapper Plus. Hier haben wir angegeben 100 Meter maximale Flughöhe, ist mittlerweile auch freigegeben bis 130 Meter Flughöhe. Worauf man achten sollte, sind halt einfach die Intensitätswerte bei den höheren Flughöhen. Bei 100 Metern kriege ich auch noch bei dunklen Oberflächen und glänzenden Oberflächen relativ gute Punkte. Ab da baut das Ganze relativ stark ab. Das heißt, wenn ich bis zu 130 Meter hoch fliege mit dem Mapper Plus, ist nicht unbedingt gewährleistet, dass meine Ergebnisse so knackig rüberkommen wie erwartet. Vom Gewicht her sind wir ein Stück leichter als mit dem Mapper. Da sind wir bei 1,3 Kilogramm inklusive Battery. Dazu zu sagen ist auch immer noch, dass man bei den Optionen ein RGB-Modul auswählen kann. Da wären wir dann im Gewicht nochmal ein kleines Stück schwerer. Ja, und das ist eben dann teilweise auch wieder für die Leistungsbeschreibung relevant. Will der Kunde eine eingefärbte Punktwolke haben oder möchte er eben noch ein Orthofoto mit abgegeben haben, dann sollte ich einen Scanner wählen, der entweder ein RGB-Modul gleich schon dran hat oder mein Scanner mit einer externen Kamera wie einer Sony Alpha 6000 oder einer Sony Alpha 7R Mark III, Mark IV zusätzlich ausstatten. Das Ganze muss vorher integriert werden, das heißt, wir müssen das im besten Fall von unserer Seite auch schon einmal komplett kalibrieren, so dass wir dann eben die Daten auch in der Cloud Station prozessieren können. Genau, maximaler Flight Speed sind 10 Meter pro Sekunde, genauso wie beim Mapper. Das liegt einfach an der APX 15, an unserer IMU. Genau, hier sehen wir bei 50 Metern Flughöhe und 5 Meter pro Sekunde haben wir 700 Punkte pro Quadratmeter und eine System Precision von 2,5, eine System Accuracy von 3 Zentimetern. Im ersten Moment, wenn man diesen Vergleich zwischen Mapper Plus macht, denken viele unserer Kunden, okay, der ist ja schlechter. Das liegt aber daran, dass wir hier 100 Meter Flughöhe haben und dann eine System Precision von 2,5 Zentimetern erreichen, wo der Mapper bei 70 Metern 2 Zentimeter erreicht. Aber unsere Praxisbeispiele zeigen auch, dass der Mapper Plus auch in niedrigeren Höhen wie 70 Metern absolut gleich mit dem Mapper ist. Das heißt, auch da erreichen wir 2 Zentimeter Precision, 3 Zentimeter Accuracy. Genau. Weitere Beispiele für die Punktwolkendichten. 5 Meter pro Sekunde, 100 Meter Flughöhe haben wir 340 Punkte pro Quadratmeter. Bei 10 Metern pro Sekunde Fluggeschwindigkeit, 100 Meter Flughöhe, 170 Punkte pro Quadratmeter. Bei 20 Metern pro Sekunde, 100 Meter Flughöhe haben wir 90 Punkte pro Quadratmeter pro Streifen. Auch da wieder, sollte das nicht zu meiner Leistungsbeschreibung passen, kann ich einfach entweder mehr Overlap fliegen, je nachdem, was ich eben für eine Anwendung habe. Wenn wir jetzt 3D-Objekte aufnehmen, dann ist es zu empfehlen, nicht den seitlichen Overlap zu erhöhen, sondern eher den Overlap vielleicht breiter zu lassen und zusätzlich noch ein Cross-Grid zu fliegen. Das heißt, einmal eine komplette Kreuzbefliegung durchzuführen, hat den Hintergrund, dass unser Scanner ein seitliches Öffnungsfeld hat, also unser Field of View geht nach rechts und links in Flugrichtung und nicht nach vorne. Das heißt, eine Kamera hat ja eine relativ runde Linse und dementsprechend haben wir dann auch Öffnungswinkel nach vorne. Das haben wir beim LiDAR-Scanning nicht, sondern man kann sich das im Grunde genommen vorstellen, dass wir relativ eine Dichte beziehungsweise einfach nur in Nadirstellung nach vorne hinten fliegen und ein seitliches Öffnungsfeld haben. Wenn eine Punktwolkendichte jetzt gering ist und ich 3D-Objekte aufnehmen möchte, dann ist eben so eine Kreuzbefliegung sehr vorteilhaft, weil wir 90 Grad versetzt ein 3D-Objekt dann mit dem seitlichen Öffnungsfeld zusätzlich noch aufnehmen können. Wie stark sich das auswirkt, sieht man daran, dass wir insgesamt beim Mapper 70,4 Grad Öffnungswinkel haben. Dementsprechend haben wir dann circa 35,2 Grad pro Seite, die wir eben als Öffnungsfeld haben, um so ein 3D-Objekt auch gut aufzunehmen. Demnach muss ich dann auch auf meine Flughöhe achten, dass ich das seitliche Öffnungsfeld auch wirklich auf dem Objekt habe. Genau. Surveyor Ultra. Wie eben schon erwähnt, ist das immer so Mittelklasse im Preis, aber sehr flexibel einsetzbar. Das heißt, wir haben 90 Meter Flughöhe maximal, was relativ gering ist, 17 Meter Fluggeschwindigkeit,
1,3 Kilo Gewicht, das heißt nur 20 Gramm schwerer als der Mapper Plus. Punktwolkendichte ist geringer, 50 Meter Flughöhe, 5 Meter pro Sekunde sind wir 250 Punkte pro Quadratmeter. Und auf den ersten Blick, ja, System Precision 3 Zentimeter, System Accuracy 3 Zentimeter. Denkt man erstmal, okay, deutlich schlechter als der Mapper oder Mapper Plus. Aber diese Daten sind angegeben in 90 Meter Flughöhe. Das heißt, je tiefer wir fliegen, diese Charakteristik ist beim Surveyor Ultra extremst ausgeprägt, umso besser wird dann unser System Precision und Accuracy. In unseren Ergebnissen sind wir da teilweise ab 40 Metern Flughöhe, also alles, was unter 40 Meter Flughöhe ist, bei plus minus 1 Zentimeter System Precision. Und das für eine Mittelklasse-Scanner ist schon sehr, sehr gut. Der nächste Scanner, der so eine Charakteristik hätte, wäre der VX20, der fast 3-mal so teuer ist wie der Surveyor Ultra. Genau. Dementsprechend kann ich eben den sehr flexibel einsetzen. Wenn ich große Areale abdecken möchte, fliege ich relativ hoch, habe eine geringere Precision, kann aber große Areale abdecken, weil wir einen 360-Grad-Scanner haben, anders als Mapper Plus, die eben nur ein Öffnungsfeld nach unten haben. Und wenn ich Anforderungen habe, wo wir eine sehr gute Genauigkeit brauchen, dann können wir unsere Flugplanung eben so anpassen, dass wir tiefer fliegen, dementsprechend unser SWOS am Boden, also unsere Schwade am Boden geringer wird, wir aber dadurch eine viel höhere Genauigkeit erreichen. Genau. Ja, der Explorer hat 200 Meter Flughöhe. In Deutschland ist es so geregelt, dass wir mit einem Ultraleichtflugzeug ab 150 Metern quasi fliegen dürfen. 200 Meter Flughöhe müssen wir eben über Ortschaften und dicht besiedeltem Gebiet einhalten. Das heißt, dort können wir mit dem Explorer auf jeden Fall ganz gut Daten aufnehmen. Vom Gewicht her, dafür, dass er eben auch bei bemannten Flugzeugen sitzen kann, ist er relativ leicht mit 2,6 Kilo. Und was eben auch noch notwendig ist, um es überhaupt in bemannten Flugzeugen einsetzen zu können, ist eine maximale Flight Speed von deutlich schneller als Mapper Plus. Das könnte dementsprechend 5 bis 35 Meter pro Sekunde können wir dort einsetzen. Das Band ist sehr, sehr breit, brauchen wir aber auch, weil so ein Flugzeug eben nicht so langsam fliegen kann. Punktwolkendichte bei 60 Meter Flughöhe, 10 Meter pro Sekunde, also ja, doppelt so schnell wie vorher die Angaben bei den anderen Scannern waren, sind wir bei 110 Punkten pro Quadratmeter. Wenn wir das jetzt mit dem Surveyor Ultra vergleichen, ist das relativ auf einer Höhe. Da hatten wir Angaben von 250 Punkten pro Quadratmeter bei 5 Meter pro Sekunde und 50 Meter Flughöhe. Hier sind wir ein Stück höher. Das heißt, da doppelte Geschwindigkeit wären wir bei 220 Punkten pro Quadratmeter, wenn wir es mit den gleichen Parametern einsetzen würden wie der Surveyor Ultra. System Precision, System Accuracy bei 2,2 Zentimetern und 2,6 Zentimetern. Auch da ist das schon sehr, sehr gut für die maximale Flughöhe von 200 Metern Flughöhe. Das wird natürlich besser, je tiefer ich fliege. Da ist es aber auch wieder abhängig letztlich von meiner Frequenz, die ich dort einsetze. Wir hatten das auch im letzten Webinar schon einmal erklärt. Die Frequenz ist so ein bisschen abhängig beziehungsweise unsere Reichweite ist abhängig von der Frequenz und beeinflusst auch unsere Power des Scanners. Das heißt, je höher unsere Frequenz ist, umso niedriger muss ich fliegen, damit ich noch genug Intensität habe, um letztlich Punkte aufzunehmen. Das heißt, wenn ich mit voller Frequenz auf höchster Höhe fliege, dann kann es passieren, dass ich eben bestimmte Punkte nicht mehr einfange. Daher sehen wir hier auch einmal eine kleine Tabelle. Für UAV fliegen wir mit 500 Kilohertz und haben da bei 10 Meter pro Sekunde Fluggeschwindigkeit, 60 Meter Höhe eben die 110 Punkte pro Quadratmeter, wie es auch oben angegeben ist. Gleiche Frequenz, doppelt so schnell, 10 Meter pro Sekunde. Gleiche Geschwindigkeit, aber 120 Meter Flughöhe, also doppelte Flughöhe, haben wir 35 Punkte pro Quadratmeter. Bei dem VTOL bzw. Aircraft müssen wir in der Frequenz ein Stück runtergehen, weil wir eben höher fliegen können. Das heißt 200 Meter Flughöhe
erreichen wir 13 Punkte pro Quadratmeter bei 20 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit. Mit einem Flugzeug dann dementsprechend bei 300 Meter Höhe, 30 Meter pro Sekunde Flight Speed erreichen wir 4 Punkte pro Quadratmeter. Der Anwendungsfall ist halt wirklich, wenn ich beispielsweise Geländemodellierung in großen Waldflächen brauche oder eben nicht so eine hohe Auflösung benötige. So, dann kommen wir zum Voyager. Wie schon erwähnt. Sehr hohe Reichweite, auch da wieder bis zu 400 Metern Flughöhe haben wir in dem letzten Projekt geflogen. Da sind wir sogar teilweise 1200 Meter hochgeflogen und hatten immer noch Punkte gesammelt. Das Rauschen ist dementsprechend höher geworden, aber bei 300 Metern Flughöhe erreichen wir halt immer noch eine System-Precision von 0,5 Zentimetern, also plus minus 0,5 Zentimeter Precision. System-Accuracy sind 1 Zentimeter. Fluggeschwindigkeit können wir doppelt so schnell fliegen wie mit dem Explorer. Das heißt zwischen 2 Meter pro Sekunde und 72 Meter pro Sekunde. Haben bei 60 Metern Flughöhe und 10 Meter pro Sekunde 193 Punkte pro Quadratmeter bei einer relativ geringen Frequenz. Das ist hier eben nicht mit angegeben. Gewichtstechnisch liegen wir unter 4 Kilo, was für die Art von Scanner sehr, sehr gut ist, weil wir dann eben auch noch immer flexibel mit den unterschiedlichen UAVs sind, die wir einsetzen können. Das heißt, die M350 die ist knapp drunter, also da können wir kein Voyager mit fliegen, aber es ist halt nah dran. Der Explorer kann auch unter der M350 eingesetzt werden. Hier haben wir auch einmal unsere unterschiedlichen Frequenzen angegeben. Bei 1200 Kilohertz, 25 Meter pro Sekunde, 160 Meter AGL, was ja schon über dem ist, was wir hier in Deutschland legal fliegen dürfen in der Open-Kategorie, sind wir bei 105 Punkten pro Quadratmeter. Bei selber Frequenz 5 Meter pro Sekunde, also deutlich langsamer. 160 Meter Flughöhe sind wir bei 525 Punkten pro Quadratmeter und haben dementsprechend auch 8 Echos in dieser Frequenz. Also die Echo-Anzahl nimmt auch ab, wenn wir eine höhere Frequenz fliegen. Bei 1800 Kilohertz haben wir bei 25 Meter pro Sekunde Fluggeschwindigkeit, 130 Meter Flughöhe, 193 Punkte pro Quadratmeter und 5 Echos. Genau. So. Ja, wo setzen wir das Ganze ein? Also, welcher Scanner passt letztlich zu meiner Drohne, wenn ich schon eine Drohne habe? Oder ich habe eine Anwendung, finde raus, welchen Scanner ich benötige, welche Drohne passt denn da überhaupt zu? Also, was für eine Trägerplattform habe ich? Dafür fangen wir einfach mal an mit der AceCore-Palette, weil wir die halt auch selber sehr, sehr viel einsetzen. Hier sehen wir die AceCore Zoe X4, also die Endurance-Variante. Oftmals wird die X8 auch verwendet, die dann eben ein Octocopter ist. Das heißt, derselbe Frame, selbes Maß, aber eben die Redundanz. Da fliegt sie nicht ganz so lange, kann auch nicht ganz so viel tragen, aber da sind wir immer noch in dem Bereich, dass wir Mapper Plus, Surveyor Ultra und Explorer mitnehmen können. Die maximale Payload von der X4-Variante sind bis zu 5 Kilo. Wir haben eine Reichweite der Funkfernbedienung von 16 Kilometern bis zu 16 Kilometern. Eine Fluggeschwindigkeit von bis zu 91 Kilometer pro Stunde, eine Windresistance von 33 Knoten und einen maximalen Niederschlag von 10 Millimetern pro Stunde. Genau, das ist so die kleinere Drohne, die wir von der AceCore-Palette einsetzen. Wie gesagt, X8 gibt es auch noch. Dann kommen wir zur Noah, die man jetzt zum Beispiel auch hinter mir sieht. Die wird auch relativ viel eingesetzt, sticht halt hervor durch eine sehr hohe Traglast oder eine sehr lange Flugzeit. Das heißt, wenn ich lange Flugzeiten benötige, kann ich bis zu 1 Stunde fliegen bei geringer Payload. Wenn ich aber sehr schwere Sachen tragen muss, dann ist meine Flugzeit geringer, aber ich kann bis zu 20 Kilo damit heben. Selbe Reichweite, da selbe Fernbedienung von 16 Kilometern. Wir können eine Fluggeschwindigkeit von 85 km/h maximal erreichen, Windgeschwindigkeit 35 Knoten maximal und einen maximalen Niederschlag von 10 Millimeter pro Stunde.
Kompatibel sind dementsprechend alle Scanner der Yellowscan-Palette, da sie alle unter 20 Kilo wiegen. Einsetzen tun wir den halt hauptsächlich mit Explorer, die nur mit Explorer, Voyager oder eben auch mal dem Mapper Plus, wenn wir sehr große Areale haben. Genau. Wenn uns diese Flugzeit immer noch nicht ausreicht, wir hatten zum Beispiel, haben wir so ein Projekt, wo wir demnächst wahrscheinlich nächstes Jahr in Tansania große Waldflächen befliegen werden mit dem Voyager. Tansania, Afrika, Akkus hin und her kriegen ist immer ein bisschen schwierig und die Areale sind auch ehrlich gesagt zu groß, um mit Akkus dort vor Ort zu fliegen, nebenbei zu laden und solche Geschichten. Für den Bereich gibt es eigentlich 3 Optionen. Entweder eine Drohne, entweder ein bemanntes Flugzeug, wo wir dann den Scanner einsetzen. Damit können wir natürlich nicht langsam genug fliegen. Dort soll beispielsweise dann auch eine KI unsere komplette Waldbestandsanalyse durchführen. Dafür brauchen wir eine sehr hohe Punktwolkendichte und eine sehr gute Precision. Dementsprechend kommt dort ein bemanntes Flugzeug nicht unbedingt in Frage. Ein VTOL wäre eine Möglichkeit, weil wir darüber das Areal abdecken könnten. Jedoch ist auch da das Problem, dass die Fluggeschwindigkeit nicht so gering eingestellt werden kann, als dass wir da eine KI vernünftig drüber laufen lassen können. Demnach haben wir uns dafür entschieden, die NOAA Hybrid einzusetzen. Das ist eine Hybrid-Variante. Dort muss ich nur die Pufferakkus irgendwie nach Afrika kriegen. Das ist deutlich geringer vom Aufwand als die großen Flugakkus und kann vor Ort dann einfach die NOAA mit Benzin tanken und auch deutlich länger fliegen. Also wir haben eine maximale Flugzeit von 3,5 Stunden, maximale Payload von 7 Kilo, 16 Kilometer Reichweite, 85 km/h Geschwindigkeit, 35 Knoten maximaler Wind und auch da wieder 10 Millimeter pro Stunde maximaler Niederschlag. Auch da 7 Kilo maximale Payload ist immer noch über den knapp 4 Kilo, die der Voyager hat, und dadurch können wir auch da die volle Palette von Yellowscan integrieren. Genau. Einige der Teilnehmer heute im Webinar haben bereits auch schon eine Drohne, entweder selber eine Ace for Zoe oder eine DJI M350. Dementsprechend schauen wir uns einmal an, was eine M300 oder M350 alles an LiDAR-Scannern tragen kann. Als allererstes natürlich das DJI L1. Das ist nicht kompatibel zu den Ace-4-Drohnen, beziehungsweise kann ich einfach dieses L1 nirgendwo anders einsetzen als unter der Drohne, weshalb viele unserer Kunden sich eben statt dem L1 ein Yellowscan-Produkt holen, weil ich damit eben viel langlebiger bin, viel flexibler einsetzen kann, das Ganze total autark bin. Aber auch da gibt es Anwendungen für das L1. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Dann haben wir natürlich den Mapper Plus, den Surveyor Ultra und maximal den Explorer, den wir drunter setzen können. VX20 in manchen Kombinationen auch. Genau. So, dann haben wir da eine maximale Flugzeit von bis zu 55 Minuten, natürlich ohne Payload. 2,7 Kilo maximale Payload. 20 Kilometer Reichweite, bis zu 83 km/h Fluggeschwindigkeit, 29 Knoten Wind, und hier ist eben auch noch der Vorteil, dass wir eine IP55-Zertifizierung haben. Ist eben auch ein Vorteil, auf den wir beim letzten Webinar schon mal eingegangen sind, ist eben das Wetter. Ich kann so einen LiDAR-Scanner eben auch bei Regen einsetzen. Ich habe natürlich eine geringere Punktwolkendichte am Boden bei reflektierenden Oberflächen, aber ich kann damit auch fliegen. Hier ist natürlich der Vorteil, wenn die Drohne eben auch IP55 zertifiziert ist, da ich dann meinen Scanner auch bei Regen einsetzen könnte. Wir können gerne, wenn das von Interesse ist, könnt ihr nachher einfach nochmal reinschreiben. Kann ich auch mal Punktwolken zeigen, wo es eben aktiv geregnet hat oder auch aktiv geschneit hat. Schnee ist immer Worst Case für so einen Scanner, weil viele weiße reflektierende feste Gegenstände in der Luft. Aber auch das gehört manchmal zu unserem Alltag dazu. Kann ich mal so ein paar Punktwolken zeigen. Genau. Ja, wie schon angerissen für das Tansania-Projekt, große Areale,
kann man die Trinity von Quantum Systems einsetzen. Hier sehen wir einmal die Trinity Pro. Dafür gibt es den Cube 240. Der war vorhin in unserer LiDAR-Übersicht, genauso wie das L1, nicht mit aufgeführt, weil wir da hauptsächlich auf die Yellowscan-Produkte eingegangen sind. Hier ist es so, dass wir dort den Mapper Plus OEM verbaut haben in dem Cube 250. Das heißt, letztlich ist es dasselbe System wie unser Mapper Plus, hat auch die gleichen Ergebnisse, kann aber eben unter dem VTOL eingesetzt werden. Hier haben wir bis zu 90 Minuten Flugzeit, maximales Abfluggewicht sind 5,75 Kilo, maximale Payload von der Trinity sind bei der Trinity F90 Plus 800 Gramm gewesen. Mittlerweile können wir mit der Pro bis zu einem Kilo transportieren. Genau, dann haben wir eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern, wo wir letztlich nicht unbedingt mit dem LiDAR-Scanner, mit dem LiDAR-Scanner vielleicht auch bis zu 700 Hektar letztlich abdecken können bei geringer Überlappung, geringe Punktwolkendichte und. Fluggeschwindigkeit sind hier angegeben mit 17 Meter pro Sekunde. Das ist so der Durchschnitt. Mit dem Cube, da wir da relativ am oberen Limit der Payload sind, mit 800 Gramm, sind wir da oftmals bei 20 Meter pro Sekunde Fluggeschwindigkeit, wenn wir auch ein bisschen Wind haben, Rückenwind, wie auch immer. Genau. Maximale Windgeschwindigkeit sind 35 Knoten und auch hier haben wir eine IP55-Zertifizierung. Genau. Ja. Wie schon ab und zu erwähnt, gibt es bemannte Flugzeuge, wo wir die Scanner einsetzen können. Hier haben wir jetzt einfach mal beispielhaft XEye als Beispiel genommen. Das ist ein Ultraleichtflugzeug der Firma Pipistrel und wird gerade in der Schweiz dazu zertifiziert, eben LiDAR-Scanning beziehungsweise LiDAR-Scanner und auch große Vollformatkameras, Mittelformatkameras einzusetzen, um eben Mapping zu machen. Das heißt, dieses Ultraleichtflugzeug ist zusätzlich mit einem Autopiloten ausgestattet, worüber man dann auch verschiedene Flugbahnen planen kann und das Ganze abfliegen kann. Bei der Scannerübersicht sind wir schon drauf eingegangen. Dort können eben Explorer und Voyager eingesetzt werden und sehr, sehr große Areale abgedeckt werden. Fluggeschwindigkeit ist natürlich immer relativ hoch, aber für viele Anwendungen eben trotzdem vollkommen ausreichend. Gerade mit dem Voyager, wenn ich niedrig fliege, hohe Frequenz einstelle, kommen da sehr, sehr gute Daten raus, die für einige Leute sehr, sehr hilfreich sind. Genau. Was wir jetzt als Folie nicht haben, ist unser Mobile Mapping System. Das heißt, wir können den Surveyor Ultra eben auch noch auf einem Fahrzeug einsetzen. Dazu wird demnächst aber wahrscheinlich auch noch mal ein Video bei uns rauskommen, wo wir das ganze System vorstellen und auch zeigen werden. Genau. Ja, kommen wir zu unserem LiDAR Finder. Das ist noch, wie gesagt, so ein bisschen in der Entwicklung. Da ist es so, dass wir gerade dabei sind, das Ganze bei uns auf der Website zu etablieren. Das heißt, wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, mit welchen Fragen kann ich schnellstmöglich rausfinden, welcher Scanner zu meiner Anwendung passt, um dann auch zu entscheiden, okay, ich kaufe das oder ich miete mir einen Scanner oder ich muss eben auch selber, wenn ich Dienstleistungen habe und hole mir ein Subunternehmen mit rein, kann ich dort eben definieren, ja, was eigentlich alles für Voraussetzungen da sein müssen, um meine Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, die erste Frage in diesem Fall wäre, soll der Scanner durch manntragende Flugzeuge eingesetzt werden? Ja oder nein? Wir machen jetzt beispielhaft einfach mal nein, weil sonst läuft es einfach nur auf 2 Scanner hinaus. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir haben eine innerstädtische Vermessung, wo wir... Ja, das wäre schon zu speziell, wo wir beispielsweise einfach nur eine Genauigkeit von plus minus 5 Zentimetern erreichen müssen und geben jetzt einfach mal ein, welche Scanner da überhaupt in Frage kommen werden. Soll der Scanner auch als Mobile Mapping System eingesetzt werden? Wenn wir hier Ja klicken, kommen wir zwangsläufig beim Surveyor Ultra raus, da das der einzige ist, der in den Fly and Drive verwendet werden kann. Dementsprechend klicken wir auch hier mal Nein. Wir wollen plus minus 5 Zentimeter erreichen. Accuracy ebenfalls, maximale Flughöhe. Wenn wir jetzt zum Beispiel im innerstädtischen Bereich fliegen, kann es sein, dass wir Industriegelände haben und dort beispielsweise in der Höhe begrenzt sind, entweder auf 60 oder 90 Meter. Wir geben jetzt einfach mal 90 Meter an. Wie viele Echos soll der Scanner haben? Ja, 2 wäre dann Mapper. Wir gehen einfach mal auf 3 Echos.
Und letztlich, wie schwer soll der Scanner sein, beziehungsweise welche Drohne haben wir vor Ort. Wenn wir da jetzt die NOAA auswählen, sind wir ja relativ flexibel. Zack. Mit welchen Punktwolkendichten bei 50 Meter Flughöhe und 5 Meter pro Sekunde wollen wir erreichen. Für den Fall würden uns jetzt 250 Punkte beispielsweise ausreichen. Dann auch wieder die Budgetfrage. Wie viel Budget haben wir, um einen Scanner beispielsweise zu kaufen? Und da sind wir jetzt im mittleren Budget. Und jetzt haben wir das Ganze ausgewählt und sehen hier unten, zu wie viel Punkten, das wird alles noch ein bisschen angepasst, zu wie viel Prozent der Scanner dann auch letztlich passt. Und haben da einmal der Mapper mit 27 Punkten, Mapper Plus mit 31 Punkten, Surveyor Ultra 33 Punkten, VX20 hat 29 Punkte, der Explorer 30 Punkte, Voyager natürlich 48 Punkte, weil der in allem einfach sehr, sehr krass ist und Fly and Drive beziehungsweise Fly and Drive einfach nur 12 Punkte, weil er die Genauigkeiten zwar erreichen würde, aber fliegt eigentlich auch zu 0 raus, weil eben dann weil wir kein Mobile Mapping System in dem Fall einsetzen wollen. Ich sehe gerade, es kam zwischenzeitlich noch eine Frage rein, und zwar von Christian. Können die Yellowscan leider auch ohne Akku bestellt werden, wenn die Stromversorgung vom UAV zur Verfügung gestellt werden kann? Und wie würde sich dies im jeweiligen Fall auf das Scannergewicht auswirken? Ist auch wieder abhängig vom Scannersystem. Wir haben beim Voyager einen relativ großen Akku, also die Gewichtsfrage. Wir können alle Scanner auch extern mit Strom versorgen. Das ist auch das, was wir letztlich liefern. Das heißt, wir geben euch nicht einfach nur den Scanner und sagen, macht, sondern wir machen auch volle Integrationsarbeiten von Sensorik. Dementsprechend, kommt auf uns zu. Wir können dann die entsprechenden Kabelbäume zur Verfügung stellen. Wir können schon vorab auch die Parameter angeben, wie viel Strom braucht welcher Scanner. Macht es überhaupt Sinn? Macht es nicht Sinn? Man spart sich teilweise Gewicht. Also bei der M300 zum Beispiel ist es so, wenn wir da einen Mapper Plus haben, ist es plus minus null in der Flugzeit, ob ich ihn über den Hauptakku mit versorge oder ob ich das Gewicht mitschleppe, was der Scanner letztlich hat. Ich selber bin immer ein Fan davon, das über die Drohne zu versorgen, da ich dann draußen im Feld nicht darauf achten muss, verschiedene Akkustände im Auge zu behalten, sondern solange meine Drohne eben noch Strom hat in der Luft, hat auch mein Scanner Strom. Dementsprechend kann es mir nicht passieren, dass ich eine sehr lange Mission fliege und ab der Hälfte ist mein Scanner-Akku leer und ich habe nichts mehr aufgenommen. Passiert in der Regel nicht wirklich, weil der Scanner auch vorm Start schon immer den Akkustand über eine LED auch angeben kann. Aber ich hatte das zum Beispiel einmal in Holland, da habe ich auch mit dem VX20 eine Baumschule beflogen und hatte mein Equipment leider bei unserem Kunden im Office gelassen. Da war das Ladegerät drin und da war es dann auch so, dass ich keine volle Integration in das Demo-Gerät von ACEcore hatte, weil ich in Holland geflogen bin, habe ich da eine Drohne von ACEcore direkt genommen. Und da ist mir im Flug dann irgendwann der Akku ausgegangen, wäre mir mit unserer Drohne nicht passiert, weil wir da die volle Integration haben. Genau, Scannergewicht. Wenn ich jetzt eine große NOAA habe und einen Voyager, dann kann ich den Akku einfach rauspacken. Da der Stromverbrauch im Vergleich zum Gesamtstromverbrauch der Drohne minimal ist. Also flugzeitentechnisch wird sich das eher positiv auswirken, wenn ich den Akku rausnehme. Traglast hat die Drohne auch genug grundsätzlich, aber im Vergleich zum Gesamtstromverbrauch ist der Verbrauch vom Scanner minimal. Dementsprechend würde ich immer empfehlen, die volle Integration zu machen, den Scanner über die Drohne zu versorgen. In manchen Cases hat es halt den großen Vorteil, den Akku einfach immer mit im Koffer zu haben. Gerade wenn ich doch auch flexibel unterwegs bin, möchte mein Scanner erst unter einer Drohne einsetzen, dann unter einem bemannten Flugzeug. Das ist mit einem Schalter umschaltbar am Scanner direkt. Dann kann ich halt mit minimalem Integrationsaufwand auch sämtliche Plattformen nutzen. Also das Einzige, was ich brauche, ist ein gedämpftes Mounting Bracket, wo ich den Scanner reinhänge und eine Position, wo ich meine GPS-Antenne befestige. Und dadurch, dass ich dann ein Akkusystem habe, kann ich das einfach hardwaretechnisch montieren, diese beiden Dinge, schalte den an und kann dann fliegen. Das ist eben der große Vorteil. Aber wenn ich das
regulär mit meiner Drohne und meinem Scanner mache, immer diese oder ähnliche Anwendungen habe, ja, dann komme ich um eine volle Integration eigentlich nicht drum herum, weil es einfach am praktikabelsten ist. Genau. Gut, dann kommen wir einmal wieder zurück zur Präsentation. So. Also dieser LiDAR-Finder wird demnächst komplett bei uns dann auf der Website sein und den könnt ihr dann auch selber nochmal ausprobieren. Wir werden an diesem Punktesystem noch ein bisschen arbeiten, weil der Voyager, dadurch, dass er eben ziemlich viele Dinge gut kann, also eine hohe Punktwolkendichte hat, eine weite Reichweite hat und eine hohe Genauigkeit hat, rutschen wir halt immer wieder dahin, dass der Scanner einfach zu ziemlich vielen Prozenten zu meiner Anwendung passt. Also da müssen wir die Gewichtung noch ein bisschen anpassen, daran arbeiten wir gerade noch und dann sollte das demnächst auch komplett online gehen, sodass man da relativ easy auch den passenden Scanner finden kann. Genau. So, dann kommen wir zum eigentlichen Vergleich. Ich hatte gesehen, 2, 3 Leute waren auch auf dem letzten Demo-Day bei uns. Für die ist das relativ bekannt. Da haben wir für einen Demo-Day eben aus jeder Preiskategorie einen Scanner ausgewählt und die dann miteinander verglichen, um einfach auch eine adäquate Aussage zu treffen, wie realistisch sind denn die Angaben, die der Hersteller in seinem Datenblatt macht. Und dafür haben wir uns 3 Szenarien ausgedacht. Die sehen wir hier. Als erstes ist der Straßenvergleich oder intern wird es auch gerne das Straßenbattle genannt. Das ist eine Asphaltstraße, die bei uns hinter der Firma ist, wo wir so gut wie alle Scanner mittlerweile von YellowScan einmal geflogen sind. Da ist der Vorteil, dass wir plattformunabhängig Vergleiche anstellen können. Das heißt, vorher haben wir das eben auf gerader Fläche gemacht, gerade Asphaltstraße, und sind mit der Drohne immer höher geflogen, um festzustellen, wie abhängig ist meine Systemgenauigkeit von unserer Flughöhe, die wir haben. Dabei haben wir aber auch festgestellt, dass unterschiedliche Drohnen durch unterschiedliche Performance auch unterschiedliche Genauigkeiten hervorgebracht haben. Wenn wir eine NOAA mit einem Mapper geflogen sind, der braucht halt eigentlich ordentlich Gewicht, dann ist das Steigverhalten natürlich ein bisschen wackeliger, als wenn wir das Ganze unter einer M300 beispielsweise verwenden. Dementsprechend haben wir uns diesen Berg hier ausgesucht, da wir da einen Höhenunterschied von rund 80 bis 90 Metern haben, je nachdem wie weit wir fliegen. Und dort können wir eben auf konstanter Höhe bei Windstille relativ gleiche Ergebnisse erzielen, wenn wir unterschiedliche Drohnen verwenden. Das heißt, da haben wir eine Flughöhe bzw. einen Messabstand des Scanners zum Boden von 20 bis 80 Metern und können darüber in verschiedenen Abschnitten dann auch unser Rauschen untersuchen und Aussagen über die Systemgenauigkeit treffen. Zweites Szenario ist ein Steinbruch. Da war der Vorteil, dass wir eben 3D-Objekte haben. Das heißt, diese Abbruchkante ist sehr gut zu sehen. Wir haben ein kleines Waldstück und haben vor allem auch Wasser, Autos, Schiefer, also verschiedene schwere Bedingungen auch für die Scanner und können die dort eben vergleichen. Dann haben wir einen Mischwald geflogen und da ist es eben entscheidend für bestimmte Scanner, was eine Waldbestandsanalyse über künstliche Intelligenz angeht. Genau. So sieht die Flugplanung, so eine Punktwolke letztlich aus. Das heißt, Straßenvergleich sieht man, dass die Schwade immer größer wird, weil unser Abstand zum Boden immer größer geworden ist. Dann haben wir den Steinbruch einmal da und den Mischwald. Die Punktwolken können wir uns aber auch gleich nochmal in Ruhe anschauen. So, der Mapper. Bei 30 Metern Flughöhe haben wir ein Delta Z von 39 Millimetern und sehen in dem Bild den absoluten Abstand. Das heißt, wir haben diese Straße genommen bei 30 Metern Flughöhe und haben dort einfach die Straße durchgeschnitten und einfach mal das Rauschen untersucht. Dabei habe ich immer in einem relativ engen Feld versucht, den minimalen und maximalen Punkt zu wählen. Das heißt, da sind schon schlechtere Ergebnisse, als der Durchschnitt ist. Aber angegeben ist der Scanner bei 70 Meter Flughöhe mit plus minus 2 Zentimetern Genauigkeit. Und die haben wir hier beim Delta Z auch erreicht. Genau.
Dann haben wir den Surveyor Ultra. Hier sind wir bei 30 Meter Flughöhe, 6 Meter pro Sekunde geflogen mit der Zoe bei plus minus 1,5 Zentimetern. Das heißt, das Delta Z sind 2,1 Zentimeter. Beim Voyager war es so, dass wir tatsächlich Dreck auf der Straße hatten, weil wir hier sehr ländlich leben und der Trecker vorher rübergefahren ist und haben dort eben 9 Millimeter Rauschen gehabt, das heißt plus minus 4,5 Millimeter. Ja, dann sind wir das Ganze oder haben wir die ganze Punktwolke auch nochmal auf 70 Metern durchgeschnitten. Da haben wir beim Mapper plus minus 3,3, was ein kleines bisschen schlechter ist, als im Datenblatt steht. Allerdings haben wir auch da, man sieht es, 2 Bahnen geflogen. Das heißt, es ist nicht die Systemgenauigkeit pro Streifen, sondern eine absolute Genauigkeit, wo 2 Streifen zueinander ausgeglichen wurden. Das muss man auch immer noch dazu sagen. Ja, beim Surveyor Ultra plus minus 2,25, was auch deutlich besser ist, als im Datenblatt steht. Und beim Voyager, da sehen wir das Ganze hier nochmal, Delta Z sind 6 Millimeter gewesen. Allerdings sind die Punkte auch relativ weit auseinander, die wir mit dem Voyager erreicht haben. Also auch da besser sogar als niedrig geflogen, liegt aber auch daran, dass wir in der niedrigen Höhe einfach Schmutz auf der Straße hatten. Wir haben nicht darüber nachgedacht, dass ein Scanner doch so gut sein kann, dass wir eben so eine hohe Auflösung haben, um Dreck zu messen. Ja, dann kommen wir zum Penetration Check. Das Bild haben wir eben schon einmal erklärt. Mapper mit 2 Echos, relativ geschlossene Bodendecke, auch in lichter Vegetation, wie man hier sieht. In dem Bereich haben wir leider eine sehr dichte Tanne gehabt, dementsprechend mit 2 Echos nicht durchgekommen. Mit einem dritten Echo durch den Surveyor Ultra haben wir eine fast geschlossene Bodendecke. Ja, und mit dem Voyager sehen wir hier die Stammandeutung, jeden einzelnen Ast. Auch hier sehr viel Vegetation, aber eine komplett konstant geschlossene Bodendecke. Das Einzige, wo wir eben keine Punkte kriegen, ist hier unter unserem Auto, das ist logisch. Da kommt auch der beste Scanner einfach nicht durch. Genau. Hier haben wir eine Baumstammanalyse, das heißt, wir haben einen Baum genommen, den in einer Höhe abgekattet und ein 20 Zentimeter breites Band uns anzeigen lassen. Wenn wir den Mapper haben, wir haben jetzt keine Kreuzbefliegung in dem Fall durchgeführt, haben wir eben nur rechts und links den Baumstamm gescannt. Aber dadurch, dass unser Rauschen relativ hoch ist, auf der Baumrinde haben wir da eben das Problem, dass wir keinen sauberen Kreis haben. Die KI, die wir verwenden, die schneidet eben 1 Meter über den Bodenpunkten unsere Baumstämme durch und lässt auch ein 20 Zentimeter Band stehen, um einfach nach diesen Ringen zu gucken, die wir hier auch beim Voyager recht gut sehen können. Surveyor Ultra, dadurch, dass es ein rotierender Laserkopf ist, haben wir dort eine Andeutung von einem Kreis. Das heißt, wir würden Bäume relativ gut erkennen, dass dort ein Baum steht. Aber das reicht eben noch nicht aus, um eine adäquate Aussage treffen zu können, wie unser Stammdurchmesser letztlich auch ist. Ja, beim Voyager, wir haben ringsrum sämtliche Äste mit aufgenommen. Man sieht hier die Andeutung der Rinde. Die Punkte sind relativ kreisrund auch angeordnet. Darüber können wir unterscheiden, ob es jetzt Äste oder Rinde ist. Und ja, da hat auch die KI deutlich mehr, fast doppelt so viele Bäume erkannt als bei dem Mapper. Dadurch, dass wir einfach wirklich saubere Ringe dargestellt haben. Genau. Hier haben wir mal einen Ausschnitt aus dem Steinbruch, wo wir Bäume angeguckt haben. Beim Mapper Plus ist durch die Intensitätswerte kaum zu erkennen, wo da ein Unterschied zwischen Blattwerk und Astwerk ist. Beim Surveyor Ultra sehen wir das schon deutlich besser. Das heißt, die Blätter sind ein bisschen dunkler. Wir haben hier Andeutungen von Ästen. Das heißt, dickere Äste können wir schon abgrenzen, aber eben bei weitem nicht so wie beim Voyager. Da haben wir ganz klare, saubere Linien, sehen die einzelnen Äste und da dann auch die einzelnen Blätter teilweise, was eben bei schlechterer Accuracy, bei schlechterer Precision letztlich dafür sorgt, dass wir hier eher wie so eine durchmischte Pampe haben. Genau. Gut, dann kommen wir zu den Anwendungsbeispielen. Da sind wir letzte Woche oder beziehungsweise beim letzten Webinar schon drauf eingegangen. Anwendungsbeispiele sind oft in der Vermessung, Forst- und Landwirtschaft, BOS und Inspektion. Zu all den einzelnen Punkten haben wir wieder Unterthemen. Das heißt, in der Vermessung geht es um Geländemodelle, Digital Twin
Projekte, Bestandsaufnahmen von Bauwerken, Autobahnvermessung, Bahnvermessung, Trassenplanung, Gewässerverläufe. Bei der Forst- und Landwirtschaft haben wir Geländeaufnahmen, auch wieder Gewässerverläufe, autonome Waldbestandsanalysen, Feldhamstersuche, auf die Punktwolke können wir später nochmal eingehen. Da haben wir mit dem Voyager und der NOAA Feldhamsterlöcher detektiert in unterschiedlichen Höhen. Beim BOS geht es darum, Lageplanerstellung zu machen, im Dunkeln beispielsweise auch, Unfallaufnahme, Unfallvermessung und Beweissicherung. Bei Inspektionsaufgaben, Vegetationskontrollen bei Hochspannungstrassen, Gebäude, Digitalisierung, also auch wieder Digital Twin, aber eher von einzelnen Bauwerken. Line-of-Sight-Tests von Funkmasten, Verkehrslageplanung, PV-Anlagenplanung, all solche Geschichten. Genau. Gut. Dann springen wir einmal rüber in unsere Cloud Station. Wenn ihr schreibt, gehe ich einfach schon einmal auf Powerlines ein, weil wir da einen recht guten Vergleich mal zwischen verschiedenen Systemen haben. Das heißt hier, wir fangen mal mit dem Mapper an. Haben wir einmal den Mapper. Dort haben wir eine relativ kleine Powerline beflogen, oder grundsätzlich sind fast alle Masten so im Bereich zwischen 25 und 38 Metern Höhe, und da sehen wir dann auch die einzelnen Aufteilungen. Was der Kunde ursprünglich für ein Problem hatte, ist letztlich, dass er fotogrammetrisch die oberste Linie hier nicht sauber drauf bekommen hat oder eben mit sehr viel Aufwand. Wie man hier sieht, sind wir eigentlich nur einmal hoch, einmal runter geflogen mit dem Mapper und haben dadurch ein recht sauberes Bild auch von der Powerline selber bekommen. Das heißt, wir können hier Vegetationskontrollen durchführen. In dem Fall war hier keine Vegetation, gehen wir aber auch gleich nochmal drauf ein. Was halt auch oft letztlich die Königsklasse ist, sind diese Isolatoren zu erkennen, die dann auch an unseren Objekten selber dran sind. Das heißt, wir sehen hier zwar Andeutungen, ist aber bei weitem noch nicht so klar. Wenn wir jetzt wirklich Strecke machen wollen, und wir reden jetzt hierbei von knapp 2 Kilometern, die wir geflogen sind. Ich messe das Ganze einmal schnell. Zack. Von hier bis da. Ja, noch nicht mal 1 Kilometer, genau. Dann komme ich mit dem UAV an meine Grenzen. Das heißt, mit einer Zoe und einem Mapper beziehungsweise Mapper Plus, da schaffe ich so 2 Kilometer. Wenn ich jetzt von hier aus bis dahin fliege, kann ich die Zoe noch ganz gut erkennen. Das heißt, ich bin auch noch Line of Sight und könnte dann eben noch 1 Kilometer in die andere Richtung fliegen und kann dann immer so 2 Kilometer Stücken fliegen. Wenn wir mehr haben, dann komme ich eben um die Trinity nicht drumherum. Wir sehen jetzt hier einmal eine Powerline mit der Trinity geflogen. Genau, da sehen wir, dass wir deutlich mehr Strecke einfach schaffen als mit der Zoe. Ich glaube, wir haben hier geflogen insgesamt 13 Minuten der Strips haben wir genutzt, aber der gesamte Flug ging 25 Minuten und wir haben 90 Minuten Flugzeit mit der Trinity. Also wenn man das wirklich drauf anlegt, bekommt man da schon richtig Strecke mit raus. Zumal wir hier auch 4, 5 Bahnen nebeneinander geflogen sind, die wir gar nicht hätten gebraucht. Die Auflösung zeige ich erst einmal. Zack. Genau. Dadurch, dass wir mit der Trinity schneller fliegen, ist die Darstellung des Mastes geringer als mit der Zoe eben und dem Mapper, weil wir einfach eine hohe Fluggeschwindigkeit haben. Aber gerade so Vegetationskontrollen, die Bäume und sowas, das kriege ich trotz der hohen Fluggeschwindigkeit recht gut drauf. Genau. Und ich schaffe halt einfach Strecke. Wie das Ganze aussieht bei 20 Meter pro Sekunde und einem Streifen können wir uns einmal anschauen, indem wir mal nur den gelben Streifen hier in der Mitte verwenden. Genau. Diese Punkte würden wir rauskriegen, wenn wir nur eine einzelne Bahn letztlich daneben hinkriegen. Kontrolliere gerade mal. Ist das eine grüne? Nein. Schauen wir noch mal kurz auf die Farbe. Türkis, das heißt, wenn wir jetzt alle einmal ausblenden, falsche Knopf, alle ausblenden und nur den türkisen Streifen, einmal gelb, einmal türkis, dann sind das schon 2 nebeneinander, die ein bisschen Überlappung haben, und das würde auch sehr, sehr gut ausreichen, um hier schon Vegetationskontrollen auf langer Distanz auch durchführen zu können. Also da kann ich schon relativ viel zusagen. Also gerade auch hier hinten, wo so ein paar Bäume drunter kommen,
kann man, wenn man sich alle Punkte einblendet, auch sehr, sehr gut eine KI drüber laufen lassen und sagen, meine Masten und meine Powerline geht da lang. Wir sehen hier auch die einzelnen Fähnchen an der obersten Leitung und können darüber auch sehr adäquat Aussagen treffen. Genau. Wenn das nicht ausreicht, sondern ich noch eine höhere Auflösung haben möchte, dann kann man das Ganze mit dem Voyager und der NOAA machen und sehen dann, wie das Ganze aussehen kann, wenn wir wirklich hohe Frequenzen fliegen. Und ich glaube, ich bin hier 8 Meter pro Sekunde geflogen mit der NOAA. Klick noch einmal darauf. So. Und da kann man dann den Unterschied auch in der Qualität der Daten sehen. Das heißt, hier sind die Isolatoren sehr, sehr gut zu erkennen. Der Mast ist sehr, sehr sauber dargestellt. Und das war eher so eine quick and dirty Geschichte mit 3 Flugbahnen über das ganze Gebiet drüber. Und ja, letztlich die Powerlines selber kriegt jeder unserer LiDAR-Scanner sehr gut drauf. Aber wenn es dann um solche Geschichten geht, ja, da zeigt sich dann, was der Scanner letztlich so selber kann. Dann mache ich erstmal weiter mit anderen Punktwolken. Wir können mal durchgehen. Wir haben hier die einzelnen Punktwolken aus dem LiDAR-Vergleich, da wir zeitlich allerdings auch schon relativ fortgeschritten sind. Wenn gewünscht ist, gehe ich nochmal drauf ein und wir können die einzelnen Punkte uns auch nochmal live angucken, aber an sich haben wir das schon mal gesehen. Für Waldgeschichten können wir uns jetzt beispielsweise mal hier verschiedene Punktwolken angucken. Hier waren wir mit einem Kampfmittelräumdienst in der Nähe von Brandenburg unterwegs und haben Kraterdetektion gemacht mit dem Mapper und der Zoe. Das heißt, wir haben ein Waldstück gehabt, sind hier, ich glaube, in 35 Minuten rüber. Ich gucke nochmal schnell. In 21 Minuten, ja, ich sag mal in 25 Minuten das ganze Areal hier beflogen, den Wald. Und so äußerlich sieht man, dass hier eben ja ein kleiner Krater ist. Den sieht man auch aus ALS-Daten, wenn man nur 4 Punkte pro Quadratmeter hat. Dann kann man da schon mal sagen, okay, da ist beispielsweise was. Hier haben wir Sprengtöpfe der Russen. Nach der Beendigung des Krieges wurden dort eben Munitionsreste beseitigt. Und hier wird eine Ausschreibung stattfinden, diesen ganzen Wald zu räumen. Für diese Ausschreibungskriterien ist auch wieder oft relevant, was habe ich überhaupt vor Ort. Wenn ich jetzt einfach nur sage, guckt euch die ALS-Daten an, kann ich da meistens nicht viel draus sehen. Dementsprechend haben wir das Ganze einfach mal vorgeführt, wie das ist, wenn ich mit der Drohne in 25 Minuten drüber fliege und dann eben die ganze Klassifizierung durchführe. Das heißt, wir werden jetzt einfach einmal die Bäume ausblenden und sehen dann den reinen Waldboden. Wir sehen, wir haben eine sehr geschlossene Bodendecke. Irritierend sind ein bisschen die Geschichten. Das heißt, ich habe jetzt auch mal die Flugbahnen ausgeblendet. Und im Grunde genommen ist dieser Krater zwar bekannt, aber wie weit das Ganze geht und wie weit das Gebiet ist, was man räumen muss, sieht man hier ganz gut. Durch die Explosion von diesem Sprengkrater hier sind eben Munitionsreste auch in die Randbereiche reingekommen. Und hier ist alles noch hochgegangen. Das ist auch noch relativ entspanntes Gebiet. Aber gerade in dem Ring außenrum kann Munition eben noch am Waldboden liegen, die noch nicht explodiert ist, die Stück für Stück verrottet und gerade bei Waldbränden dafür sorgt, dass auch Einsatzkräfte gefährdet werden oder der ganze Waldbrand sich weiter ausbreitet, weil eben nicht gelöscht werden kann, weil es zu gefährlich ist, in dem Bereich zu arbeiten. Dementsprechend, ja, sehen wir hier sehr gut auch kleinere Krater. Was für die Ausschreibungen immer noch relevant ist, sind zum Beispiel solche Gräben. Das heißt, die Räumungsfirma muss hier Wegebau betreiben, um überhaupt die Baumaschinen in dieses Areal reinzubekommen, um dort bergen zu können. Und in der Vergangenheit war es so, dass dass es dann Nachträge gab. Genau. Das ist jetzt mal so ein Beispiel mit dem Mapper. Genau, und eine andere Punktwolke wäre zum Beispiel für Forstanwendungen noch Birkenkopf. Das ist im Südharz bei uns in der Nähe. Das haben wir auch für die Firma Clear Timber aus Holland gemacht, die diese KI hat. Und da ist es so, dass wir hier eine Kreuzbefliegung mit dem VX-20 und der NOAA gemacht haben, um auch da zu sagen, was an Waldbestand haben wir denn noch da. Da war es so, dass der Borkenkäfer relativ viel Waldbestand kaputt gemacht hat. Und nachdem alles Tote rausgeholt wurde, wollte man einfach wissen, wie viel hat denn wirklich überlebt. Dafür blenden wir auch einmal die Trajektorien aus. Da haben wir das Ganze. Da sehen wir auch einmal, wie das Ganze in der Elevation selber aussieht. Dazu haben wir noch Intensitätswerte, die können wir uns so mal einblenden.
Jetzt schalte ich mir noch einmal ein, wo wir gestartet und gelandet sind. Da weiß ich nämlich, dass ich da auch Passpunktplatten oder Luftbildplatten ausgelegt habe. Da sieht man mal so eine Luftbildplatte. Ist ein Schachbrettmuster, was wir eben dazu verwenden, um dann auch die Lagegenauigkeit kontrollieren zu können. Wenn wir das Ganze einfärben, das ist jetzt nicht kolorisiert, aber ja, okay. Bei dem Flug haben wir es nicht kolorisiert. Ich zeige gleich nochmal einen Wald, der kolorisiert ist. Genau. Also gerade bei dem VX20 ist es so geringe Punktwolkendichte. Das hatten wir schon mal angesprochen vorhin in dem Vergleich. Aber durch die Kreuzbefliegung kriege ich auch da relativ gut die Bäume dargestellt und KI kriegt das dann auch gezählt. Genau. Dann haben wir hier beispielsweise mal den Wald aus unserer Präsentation, den wir uns eben angeguckt haben. So sieht das Ganze dann eingefärbt aus. Wir sind relativ spät abends geflogen mit dem Mapper, aber auch da können wir das Ganze einfach mal in der Elevation uns angucken. Und den Baum, den wir eben als Querschnitt gesehen haben, beziehungsweise als Stammdurchmesser gesehen haben, ist jetzt mal der hier, weil der immer sehr markant wiederfindbar war. Und für die Echo-Kontrolle haben wir hier von unserem Auto einmal quer über die Kreuzung quasi durchgeschnitten, dass wir hier die dichten Bäume mitgenommen haben, die dort in dem Bereich waren. Genau. Da sieht man, das Gelände ist auch sehr stark angestiegen und abgefallen. Hier haben wir einen Terrain Following eingesetzt, um dem Gelände dann eben auch zu starten und mitzusteigen und zu sinken. Genau. In so einem Fall, wo wir sehr stark ansteigendes und abfallendes Gelände haben, ist es eben auch wieder relevant, was für eine Drohne ich dort einsetze. Wenn ich dort die Trinity einsetze, beziehungsweise die alte Trinity einsetze, dann kann es passieren, dass das Ganze nicht so sauber aussieht, weil wir so schnell wie mit einem Multirotor eben nicht steigen und sinken können. Da haben wir einfach die Problematik, dass wir teilweise, wenn wir das Gelände nicht voll mitverfolgen, so weit raussteigen aus dem Gelände, dass wir hier die Bäume nicht mehr mit drauf kriegen, sondern nur noch Punkte mit hoher Intensität, das heißt in nah dir und unser Return kommt zurück, aber in den Bereichen, wo wir eben nah dran sind, sieht das Ergebnis ähnlich aus wie beim Mapper, nur dadurch, dass wir eben eine hohe Fluggeschwindigkeit haben, eben nicht so saubere Daten. Aber halt mehr Areal. Ne? Wir haben hier deutlich mehr Fläche. Die anderen Punktwolken gingen nur hier. Das war so ein Viertel. Also wir haben schon deutlich mehr Fläche mit der Trinity aufnehmen können als mit dem Rest. Und wenn ich gerade das Areal habe, das haben wir ja eben bei der Powerline gesehen, dann kann ich mit der Trinity auch sehr gute Daten letztlich aufzeichnen. Das sind jetzt so die Waldanwendungen. Wenn wir davon reden, so urbanes Gebiet zu haben, dann können wir uns jetzt noch einmal eine Schleuse angucken. Das ist jetzt in Marbach. Hier sind wir fürs Wasser- und Schifffahrtsamt geflogen. Hier soll der Neckar verbreitert werden. Dementsprechend haben wir hier alle Schleusengebäude aufgenommen. So sieht das Ganze eingefärbt aus. Wir können mal hier so ein bisschen reingucken. Ist auch VX20, geringe Punktwolkendichte, aber hohe Genauigkeit. Genauigkeit können wir gleich nochmal checken, wie das Ganze hier aussieht. Wir schneiden jetzt einfach mal hier auf dem Parkplatz durch. Da war auch ein bisschen Schotter. Verkürzen einmal auf 5 cm, 0,05 und messen einfach mal an der Stelle die Punkte hier. Zack, zack. Da haben wir einen Delta Z von 7,4 cm. Da sind wir auch relativ hoch geflogen, wie man sieht. Ja, so sieht das Ganze aus, wenn wir jetzt mal auf die Elevation eingehen und jetzt mal alle Objekte auch wieder ausblenden. Dann haben wir hier in der Classification auch ein sehr sauberes Geländemodell. Genau. Ja, was immer noch eine spannende Punktwolke ist, die wir jetzt nochmal zeigen können, ist beispielsweise das Ahrtal. Da sind wir ja auch schon in der letzten Präsentation relativ viel drauf eingegangen. Da haben wir verschiedene Bereiche von langsamer Flussverlauf hier unten im Osten, genau, bis hin zu sehr hohen Weinbergen im Westen. Da sehen wir, mussten wir dann auch die Flugplanung mit True Terrain Following machen, um überhaupt
in diesem steilen Gelände mit dem Scanner den gleichen Abstand zu haben und durchzufliegen. Wir können uns das nochmal in der Elevation angucken. Da sieht man das sehr, sehr gut. Also hier sehr hohe Bereiche und unten, wenn wir jetzt hier runtergehen, ist alles blau, weil es sehr niedrig ist. Wenn wir jetzt hier unsere Objekte einfach mal rausnehmen, dann kann man dort eben auch, um solche Fluten zu verhindern im Ahrtal, Flussmodelle einfach testen und sehen, wie würde denn eine neue Flut sich aktuell hier verteilen, wie würde das Wasser fließen. Aber eben auch verschiedene Brückenplanungen wurden mit diesen Daten gemacht. Das heißt, wir haben hier die einzelnen Abteilungen von verschiedenen Brücken. Das hier ist eine der wenigen festen Brücken im Ahrtal. Viele andere Brücken sind Behilfsbrücken des THWs. Das können wir uns auch nochmal in Farbe angucken. Kleinen Moment. Zack. Follower. Hier sieht man beispielsweise, wie auch die Bundesstraße einfach unterspült und weggebrochen ist in der ganzen Kartierung hier. Und so kann man sich relativ schnell auch ein Lagebild machen. Da sind wir auch wieder bei dem Thema BOS. Wenn wir dort nachts fliegen müssen, dann würden wir eben in der Elevation schon relativ gut auch erkennen, was an Infrastruktur ist noch da, sind die Straßen irgendwie beschädigt oder nicht. Oder wir schalten halt auch um auf die Intensitätswerte und können dann in Schwarz-Weiß auch relativ viel schon sehen, ohne überhaupt einfärben zu müssen. All das geht dann eben auch nachts. Ja, genau. Wir haben hier oben noch eine Hochspannungsleite und die Ahrtalbrücke, also die A-Brücke, wo die Autobahn dran lang geht. Die haben wir natürlich nicht überflogen, sondern sind rechts und links dran vorbeigeflogen, unter der Höhe der Fahrbahn letztlich. Aber auch da sehen wir ganz gut, obwohl wir hier nicht geflogen sind, haben wir durch das seitliche Öffnungsfenster Bodenpunkte unter dieser Brücke ganz gut aufzeichnen können. Das heißt, man muss nicht immer Risiko großartig eingehen, um unter irgendwelchen Objekten runter durchzufliegen. Genau. Ja, hier haben wir unsere Powerline, auch wieder mit dem Mapper geflogen, relativ hoch. Aber das Ergebnis ist relativ gut geworden. Das war nicht gezielt, das hier mit aufzunehmen, sondern eigentlich ging es hier um den Flussverlauf. Rechts und links jeweils 70 Meter war die Anforderung und eine hohe Punktwolkendichte. Genau. Im städtischen Bereich, Gebäude, da sind wir ein bisschen spannender auf die Farbe umzuschalten. Genau, da sieht man, wie das Ganze Stück für Stück aufgebaut wird. Das ist alles öffentlicher Bereich, aber teilweise gibt's hier eben auch Wohngebiete, wo Häuser noch relativ im Aufbau sind. Ich glaube, das war hier. Da stehen überall noch die Bauautos vor und versuchen teilweise die Häuser noch zu retten. Genau, also sehr, sehr spannende Punktwolke, in dem man immer wieder gerne geht. Man sieht hier diese Behilfsbrücken. Das ist alles noch nicht wirklich fest. Wir könnten nochmal eingehen auf das Krankenhaus. Das ist hier oben in dem Bereich. Haben wir zum Beispiel, dadurch, dass der Flussverlauf dort eine Kurve gemacht hat, haben wir hier immer noch Abriss von öffentlichen Gebäuden. Ich glaube, hier war eine komplette Glasfassade in dem Krankenhaus ursprünglich mal drin. Die ist natürlich durch die Flut dann eben kaputt gegangen. Genau. Wie verhält sich ein LiDAR-Scanner bei Schnee? Das können wir hier ganz gut sehen, wenn wir auf die Elevation umsteigen. Wir kriegen Punkte am Boden, aber es ist halt trotzdem überall Objekte in der Luft, die erstmal ein bisschen nerven. Also hier war es so, ich bin bei Topwetter geflogen, dazu gibt es auch noch so ein kleines Video, ich weiß nicht, ob wir das irgendwann nochmal mit rausbringen. Da sieht man einfach, dass das Ganze in der Luft auch mitgescannt wird, diese Punkte. Aber letztlich können wir das auch über einen Höhenfilter, wenn wir wollen, einfach rausnehmen und schon haben wir unsere saubere Punktwolke. Und gerade am Boden und sowas sieht man das eigentlich relativ gut. Mal gucken, Intensitätswerte. Gut, auf Acker sieht man jetzt nicht ganz so viel. Aber gerade so die Bahnanlagen ringsrum, die Oberleitung und sowas. Das war nicht Ziel mit aufzunehmen, aber ist eben auch mit Netzbauwerk drauf. Gut. Jetzt haben wir ja einfach mal gezeigt, wie so das Endresultat aussieht und welchen Scanner ich auswählen kann. Wir werden am 13. September nochmal ein Demo-Day bei uns machen. Da zeigen wir einfach
mit verschiedenen Drohnen auch die Anwendung, also wie plane ich das Ganze, wie fliege ich das Ganze, und dann werten wir natürlich auch zusammen einmal aus. Also meldet euch an zum nächsten Demo Day. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf der Intergeo dann besuchen. Gebt uns einfach so viel Feedback, wie ihr geben könnt, damit einfach auch die zukünftigen Webinare besser werden. Unser nächstes Webinar wird wahrscheinlich dann darum gehen, wie analysiere ich Punktwolken, und anschließend wollen wir auch auf verschiedene Anwendungen explizit eingehen. Das war jetzt ein ganz kurzer Anriss von verschiedenen Anwendungen, aber gerade in verschiedenen Powerline-Themen, Forst-Anwendungen, wie auch immer, können wir noch deutlich mehr zu erzählen. Also schreibt uns gerne, was ihr alles an Webinaren demnächst sehen wollt, und wir können das optimal vorbereiten. Ansonsten war es das erstmal. Vielen Dank fürs Dabeisein und Anmelden, und wir sehen uns.